Hallo und herzlich willkommen. Mit Riesenschritten gehen wir auf die Jahreswende zu. Eine Idee für das süße Kuchenbuffet, eine Baumstammtorte mit ihren Jahresringen. Und hier sind die Zutaten für den Rührteig. 350 Gramm Mehl, 4 Eier, 120 Milliliter lauwarmes Wasser, 200 Milliliter Öl, 200 Gramm Zucker, eine Prise Salz, 6 Gramm Kakao und ein Päckchen Backpulver. Zuerst die Eier trennen, das Eiweiß gleich in eine fettfreie Rührschüssel geben. Jetzt noch das letzte Ei und immer darauf achten, dass kein Eigelb in das Eiweiß gelangt, sonst schlägt sich nicht mehr auf. Die Prise Salz gleich zugeben und den Zucker zur Hälfte nach und nach einrieseln lassen. Den Eischnee auf höchster Stufe steif schlagen. Die Hälfte des Zuckers stelle ich noch kurz zur Seite. Das Eischnee aufschlagen dauert so etwa 3 Minuten. Den steif geschlagenen Eischnee in eine Schüssel umfüllen. Den Eischnee noch zur Seite stellen, dann das Eigelb und den Zucker in die ungespülte Rührschüssel geben und für etwa eine gute Minute schaumig aufschlagen. Nach einer guten Minute ist es schaumig aufgeschlagen. Jetzt Wasser und Öl zufließen lassen. Wenn die Flüssigkeiten eingerührt sind, dann noch für 2-3 Umdrehungen laufen lassen, das Mehl, das Backpulver darüber sieben. Dann den Flachrührer einsetzen und das Ganze kurz verrühren. Der Teig ist jetzt fertig und ich gebe jetzt den Teig auf den Eischnee. Beides jetzt miteinander unterheben. Am Anfang geht es etwas mühsam. Am leichtesten geht es immer mit einem sehr großen Schneebesen. Für die Baumstammtorte braucht man einen relativ hohen Backring mit mindestens 10 cm Höhe und ich habe ihn auf 20 cm Durchmesser eingestellt. Damit der Teig nicht ausläuft, schlage ich den Backring noch mit Backpapier ein. Beim Einschichten der Teige kann auch mal was daneben gehen, darum stelle ich ihn erstmal auf den Tortenretter. Wer von euch schon mal einen aufgeschnittenen Baumstamm gesehen hat, der hat innen viele Jahresringe und die bilde ich ab durch dunklen und hellen Teig. Für den dunklen Teig entnehme ich etwa 1/3 und das sind ca. 350 Gramm. Den dunklen Teig bekomme ich dann, wenn ich den Kakao zugebe, immer sieben, der hat meist etwas Klümpchen und das Ganze wieder mit dem Schneebesen einarbeiten. Für die Schichtung nehme ich 2 Schöpflöffel
Und vom hellen Teig nehme ich immer 2 Schöpfe und beginne in der Mitte. Und vom dunklen Teig nehme ich einen. Und immer in die Mitte setzen. Und viele kennen dieses System schon vom Zebrakuchen. Und noch die letzten beiden. Es gab keine Kleckerei. Und jetzt auf das Lochblech umsetzen. Den Kuchen jetzt bei 160 Grad Umluft für ca. 65 Minuten backen. Nach Ende der Backzeit die Stäbchenprobe machen, weil der Kuchen sehr hoch ist. Wenn kein Teig mehr dran klebt, ist er fertig. Dann noch vom Blech nehmen und vollständig auskühlen lassen. Die Baumstammtorte bekommt eine Schokoladenbuttercreme-Füllung und dazu brauche ich 500 Milliliter Milch, ein Päckchen Schokoladenpuddingpulver, 3 Esslöffel Zucker, 100 Gramm Kuvertüre, ich habe je 50-50 Vollmilch und Zartbitterkuvertüre, 150 Gramm zimmerwarme Butter und 100 Gramm zimmerwarme Margarine. Zuerst koche ich einen Schokoladenpudding, Milch, Schokoladenpuddingpulver und Zucker miteinander verrühren. Wenn alles klümpchenfrei verrührt ist, auf dem Herd zu einem Pudding kochen. Währenddem erhitzen, immer wieder durchrühren und dabei eine 8 beschreiben. Einmal gut aufkochen lassen und dann von der Herdplatte nehmen. Den gekochten Schokoladenpudding in eine Schüssel umfüllen, die Kuvertüren dazugeben und schmelzen lassen und dabei hin und wieder mal durchrühren. Wenn die Kuvertüre geschmolzen ist, mit dem Teigschaber den Rand noch etwas säubern und den Pudding mit einer Klarsichtfolie abdecken, damit er keine Haut bekommt. Wer den Pudding nicht abdecken will, der muss den Pudding ständig umrühren, damit sich keine Haut bildet. Jetzt abkühlen lassen, bis er Zimmertemperatur hat. Während der Pudding abkühlt, löse ich schon mal den Kuchen aus dem Backring. Das Backpapier abziehen und mit einem Messer am Rand entlang den Tortenring abziehen und von den Krümeln befreien. Den braucht man dann gleich wieder für das Füllen. Und es geht am besten mit dem Messer. Damit das Muster gut zur Geltung kommt, jetzt etwa 1 cm unterm Rand einmal abschneiden. Und hier das Sägen nicht vergessen. Jetzt die oberste Schicht vorsichtig abheben und das ist gleich für die Naschkatzen gedacht. Die Torte muss ich jetzt 3-mal durchschneiden, dass ich 4 Böden habe und dass ich die später vom Muster her wieder akkurat zusammensetzen kann, schneide ich hier kleine Kerbe ein. Braucht nicht tief sein, nur so viel, dass ich später Orientierung habe. So, ich drehe sie mal, also hier so eine kleine Kerbe einschneiden. Am einfachsten ist es, wenn man sie erstmal in der Mitte durchschneidet. Und jetzt Vorsicht, dass keine Verwechslung entsteht. Erstmal abheben und dann jeweils nochmal in der Mitte durchschneiden.
Und die Böden immer einmal umdrehen. Das heißt, abnehmen, zur Seite legen und diesen hier genauso. Auch hier nochmal in der Mitte durchschneiden und zur Seite legen. Die 3 Böden jetzt zur Seite stellen und immer die Kerbe im Auge behalten, den untersten Boden jetzt auf die Tortenplatte legen, den Ring um den Boden legen und wieder dicht anschließen lassen. Und dass ich später eine Orientierung habe, wo die Kerbe ist, setze ich mir hier eine Büroklammer. Nach dem Abkühlen die Folie abziehen und den Pudding kräftig mit dem Schneebesen durchrühren. Und kurz zur Seite stellen. Als nächstes die Butter und die Margarine in die Rührschüssel geben. Ich mische immer beide Fettarten, dann schlägt sich die Buttercreme fluffiger auf. Mit dem Schneebesen auf höchster Stufe für ca. 3 Minuten schaumig rühren. Nach 2 Minuten die Butter einmal vom Schüsselrand lösen und dann noch 1 Minute weiterschlagen. Wenn die Butter fluffig und weißschaumig ist, dann den Pudding löffelweise zugeben. Wichtig ist bei der Buttercreme immer, dass Fett und Pudding die gleiche Temperatur haben. Dann gerinnt die Creme nie. Die Creme ist fertig. Jetzt geht es ans Einschichten der Torte. 3/4 der Creme brauche ich für die Böden und 1/4 für die Randverzierung. Damit ich es etwas leichter habe, teile ich die Creme jetzt mal in 4 Teile und gebe 1/4 auf den ersten Boden. Das Ganze grob verteilen. Das geht mit dem Löffel ganz einfach oder aber mit einer Streichhilfe. Den zweiten Boden abnehmen, einmal umdrehen und hier auf die Kerbe achten. Das heißt, hier ist unsere kleine Büroklammer. Die Büroklammer ist ja die Markierung für die Kerbe, für den Boden. Und gut fest andrücken. Das zweite Viertel der Creme darauf geben. Die Kerbe ist deswegen wichtig, damit später beim Anschnitt der Torte die Ringe aufeinander passen. Und den letzten Boden aufsetzen. Jetzt die restliche Creme und die geschichtete Torte für eine halbe Stunde kühlstellen. Nach dem Kühlstellen mit dem Messer den Kuchen aus dem Ring lösen. Torte noch mit Backpapierstreifen unterlegen, damit später bei der Randverzierung die Tortenplatte nicht so sehr verschmiert wird. Die restliche Creme an dem Tortenrand anbringen. Wenn der Tortenrand komplett mit der Creme eingekleidet ist, dann mit einem Löffel das Muster einziehen. Und es soll dann die Rinde symbolisieren. Die Backpapierstreifen noch abziehen und hier immer vorsichtig zur Seite wegschieben. Und die Spitzen hier oben nicht wegmachen, das sieht dann so aus, wie wenn das frisch gesägt wäre. Vor dem Servieren die Torte noch 2 bis 3 Stunden kalt stellen. Gut gekühlt hält die Torte 5 bis 6 Tage. Und jetzt noch anschneiden. Und so sieht er im Anschnitt aus.
Wir wünschen euch alles Gute für das neue Jahr. Tschüss und bis zum nächsten Mal.